Wenn Sie sich fragen, wann Sie zu mir kommen sollten, Wurzelkanalbehandlungen sind nötig, wenn der Zahn sich entzündet hat. Das erkennt man an Schmerzen, die das normale Ausmaß leichter Zahnschmerzen überschreiten. Sprich, Karies tut weh auf kalt und süß, kurz, und der Schmerz ist weg. Der Zahnnerv, wenn der sich entzündet hat, dann tut er nicht auf süß weh, er tut auf kalt weh in der ersten Stufe. Als zweites wird der Kältereiz immer länger. Irgendwann tut der Zahn spontan weh, eventuell auch auf heiß und auf zubeißen. Dann ist der Zahnnerv entzündet. Und dann ist eine Wurzelkanalbehandlung notwendig. Dahingehend ist es leicht für einen Patienten zu unterscheiden, wann er zu uns kommen muss. Es sind schlicht und ergreifend Schmerzen, die nicht einfach so verschwinden. Die Kariesbakterien und deren Giftstoffe, nennt sich in Fachsprache Endotoxine, gehen in die Tiefe an den Nerv ran, reizen den und der Nerv reagiert mit einer Zahnnerventzündung. Die entzündete Pulpa möchte sich ausdehnen, hat natürlich keinen Platz und je nach Entzündungsgrad kann das zu mittleren, stärkeren und sehr, sehr starken Schmerzen führen. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, haben Sie folgende 3 Möglichkeiten. Wenn der Zahn gezogen wird, kann eine Brücke gemacht werden, das heißt, die Nachbarzähne werden beschliffen. Wenn der Zahn gezogen wird, können Sie ein Implantat an der Stelle bekommen oder der Zahn bleibt drin und wird durch uns fachgerecht durch eine Wurzelkanalbehandlung gerettet. Das hat den Vorteil, dass Sie keine 2 Nachbarzähne beschliffen bekommen, wie es für die Brücke notwendig ist, dass die Implantatsituation, die vielleicht mal einen Knochenaufbau benötigt, halt vermieden wird und der eigene Zahn ist immer noch das Beste, was der Körper an der Stelle hergestellt hat. Das heißt, den gilt es zu behalten. Egal wann, wie, was, wenn es schmerzt, heben, ja, meine Sofortbetäubung. Finanziell kann es durchaus von Vorteil sein, den eigenen Zahn zu behalten, weil sowohl die Brückenkonstruktion als auch die Implantatkonstruktion durch die technische Seite oftmals kostspieliger ist. Sowohl auch die zeitliche Ausdehnung. Man muss zum Beispiel für einen Knochenaufbau beim Implantat 3 Monate warten, bis man das Implantat einserieren kann und danach nochmal 3 Monate warten, bis man das Implantat mit einer Krone versehen kann. Eine Wurzelkanalbehandlung ist in 1 bis 2 Sitzungen fertig. Dauert insgesamt 1 bis 3 Stunden, auch eine ganz große Zeitersparnis. Ich habe Zahnmedizin in Rumänien, Temesburg, studiert. Ich habe in der Bibliothek ein schlecht kopiertes Standardwerk von Wurzelbehandlungen von anno dazumal, ich glaube, es war herausgegeben 1960, Pathways of the Pulp, mit großer Begeisterung durchgelesen, obwohl im Lesesaal der Bibliothek 15 Grad herrschten. Ich saß da im Mantel und habe dieses Buch mit Faszination durchgelesen und habe einfach geguckt, das spricht mich an. Und das interessiert mich. Und in dieser Welt möchte ich unterwegs sein. Ich möchte kennenlernen, was der Zahn innen hat. Einfach die Welt des Endodonts, die verborgene Welt von Wurzelkanälen, die gilt es zu entdecken. Es kam zu uns ein Patient, der brachte mit sich eine multifokale Problematik, das heißt, wir mussten mehrere Zähne untersuchen auf Entzündungen. Wir haben einiges gefunden, darunter haben wir auch bei einem hinteren, oberen Backenzahn vermutet, dass der Nerv ein bisschen ein Problem hat. Der Zahn hatte vorher gar keine Beschwerden, Patient gar keine Beschwerden. Er fragte nur aus heiterem Himmel, hängt dieser Zahn mit einem Organ zusammen? Soweit waren wir noch nicht, aber da haben wir sofort das Organschema rausgenommen und haben gesagt, ja, dieser Zahn hängt mit der Schulter zusammen. Und plötzlich sagte der Patient, er hat seit 8 Monaten Schulterschmerzen, er kann gar keine Jacke auf dieser Schulter tragen, war schon bei 3 Orthopäden, es gab vielfältige entzündungshemmende Behandlungen, nichts hat geholfen. Daraufhin haben wir beschlossen, diesen Zahnwurzelkanal zu behandeln, obwohl der Zahn symptomfrei war vom Klinischen.
Ich habe die erste Behandlung durchgeführt. Wir haben eine medikamentöse Einlage eingelegt und bei der zweiten Behandlung habe ich ihn gefragt und hat es was gebracht und er hat plötzlich lautstark reagiert und gesagt, ich bin so wütend. Und wir wussten nicht warum. Und dann hat er einfach gesagt, ich bin so wütend auf diese Orthopäden, weil keiner drauf gekommen ist, dass der Zahn eigentlich schuld ist an meinen Schulterproblemen. Meine Schulterprobleme sind weg. Daraufhin haben wir den Zahnwurzelkanal behandelt und die ganze orthopädische Geschichte hat sich in Luft aufgelöst. Einer der sehr erfahrenen Endodontologen und Biologen, I.B. Bender aus den USA, von mir befragt, was das Wichtigste wäre in der Wurzelkanalbehandlung, hat mir folgendes Zitat gesagt: Get rid of the bacteria and fill the canal as good as you can. Und zwar geht es darum, bei einem Wurzelkanal nicht nur die ganze Länge zu finden, sondern den auch bis zu einer Tiefe von 1 bis 3 mm vor Wurzelspitze zu desinfizieren. In dem Moment, wo wir die Spültiefe bzw. Eindringtiefe erreicht haben und somit die Desinfektion gesichert ist, spülen wir noch ungefähr 20-30 Minuten. Dies ist in Studien belegt, dass die Desinfektion komplett ist. Ich habe diese Neuerung eingeführt, dass wir auf der Spülkanüle einen kleinen Stopper hinbewegen, der bis 1 bis 3 mm vor Wurzelkanalende mir anzeigt, sodass ich sicher bin, wenn ich die Wurzelkanäle aufbereitet habe, dass sie auch genügend gespült sind. Der nächste Schritt wäre, je nach Diagnose, ob es jetzt eine Entzündung an der Wurzelspitze gibt oder ob es ein Fall ist, der akut entzündet ist, ob man dann eine medikamentöse Einlage einführt oder nicht. Diese dient der zusätzlichen Desinfizierung, falls eine Entzündung an der Wurzelspitze da ist. Dann wird der Zahn provisorisch verschlossen und in einem nächsten Termin werden wir die Wurzelfüllung durchführen. Wir verwenden dafür eine dreidimensionale Kondensationsmethode, die dahin zielt, dass Gutta-Percha bzw. diesen Naturkautschuk, den man traditionell schon seit über 100 Jahren zur Wurzelfüllung benutzt, zu komprimieren, zu plastifizieren durch Wärme, zu komprimieren in den Wurzelkanal, sodass er in alle Seitenkanäle und Lateralkanäle eindringt, um dieses Wurzelkanalsystem abzufüllen. Warum ist das so wichtig? Es ist halt so wichtig, damit keine Bakterien Unterschlupfmöglichkeiten haben. Als ich nach München kam, 1995, nach Abschluss meiner Assistenzzeit, habe ich mir ein Hals-Nasen-Ohren-Mikroskop besorgt. Dieses Mikroskop war für zahnärztliche Zwecke etwas ungeeignet, da es ein sehr langes Okular hatte. Aber da ich groß bin und mein Oberkörper lang ist, konnte ich durch dieses Mikroskop einfach in den Zahn reinschauen. Und die Arbeit unter dem Mikroskop ist eine faszinierende Arbeit. Dadurch, dass die feinsten Strukturen zu erkennen sind, das Mikroskop ist nicht nur eine Vergrößerung halt des Arbeitsgebietes, sondern auch eine Ausleuchtung. Und dazu muss man sich natürlich vorstellen, dass wir unter dem Mikroskop indirekt arbeiten. Das heißt, man muss sowohl durchs Mikroskop reinschauen und dann auch noch lange Instrumente einzuführen, die diese Wurzelkanäle aufbereiten. Das heißt, man muss sich wirklich dafür begeistern. Das Erstaunliche an diesem unteren Molaren oder unteren Backenzahn ist, dass er 4 Kanäle hat. Ich zähle sie mal: 1, 2, 3, 4. 70% der unteren Molaren haben nur 3 Kanäle, dieser hat 4. Das heißt, unter normalen Bedingungen ohne Mikroskop würde man diesen 4. nicht finden. Deswegen ist die Behandlung bei uns so wertvoll. Wir finden alle Wurzelkanäle. Ich habe bei jedem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Endodontie eine Präsentation gemacht, die zum Beispiel 180 Kanäle, Wurzelkanal behandelt wurden mit einem bestimmten System. Und ich habe gemessen, wie die Desinfektionsmenge
Möglichkeit ist durch diese Pfeilen. Und das habe ich statistisch ausgewertet und das habe ich gezeigt. Für mich ist nichts wichtiger, als dass das dem Patienten dient. Also dass es am Ende eine klinische Desinfektion ermöglicht, sodass der Zahn gerettet werden kann. So. Die Begeisterung für meine Spezialisierung äußert sich auch in den vielen Fortbildungskursen, die ich gebe. Die gebe ich sehr, sehr gerne, und zwar einem immer kleineren Kreis enthusiastischer Kollegen, die ihre eigene Wurzelkanalbehandlung verbessern möchten. Ich gebe ausschließlich Live-Demo-Kurse, das heißt, ich behandle Live-Patienten und die Kollegen können hautnah miterleben, wie ich das durchführe. Das hat den Vorteil, dass sie sowohl die Handhabung der Instrumente sehen, sowohl als auch im klinischen Zusammenspiel zwischen meiner Assistentin Adriana und mir, das Hands-on, wie man halt praktisch diese Wurzelkanalbehandlung halt Hand in Hand macht. Wir benutzen keine extrahierten Zähne oder keine Plastikblöckchen, in denen man mit einem Instrument einfach mal spielen kann, sondern ich zeige, was ich tue, nach dem Motto Don't tell me, show me.